Lektion eins: Bleiben Sie aufmerksam. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, sich unserer Umgebung bewusst zu sein. Hallo John, absolut. Aufmerksamkeit kann uns helfen, potenzielle Gefahren zu vermeiden. Genau. Welche Tipps haben Sie, um wachsam zu bleiben? Schauen Sie sich immer um und achten Sie auf die Menschen in der Nähe. Toller Rat. Ich denke auch, dass es wichtig ist, unsere Sachen sicher aufzubewahren. Ja, es ist von entscheidender Bedeutung, die Taschen immer griffbereit zu haben und auf unsere Artikel zu achten. Es ist auch wichtig, seinen Instinkten zu vertrauen, oder? Definitiv. Wenn sich etwas komisch anfühlt, ist es am besten, die Situation zu verlassen. Ich stimme zu. Bewusstsein ist ein wertvolles Instrument für die Sicherheit. Lektion 2: Brautechniken. Guten Morgen, Anna. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie entspannt es sein kann, seinen eigenen Kaffee zuzubereiten? Hallo John, ja. Es spart Geld und ist ein lustiges Ritual. Absolut. Welche Brautechnik bevorzugen Sie? Ich liebe es, eine French Press zu verwenden. Es macht den Kaffee reichhaltig und aromatisch. Das hört sich köstlich an. Normalerweise verwende ich eine Übergießmethode. Auch das Übergießen ist großartig. Damit können Sie die Brühzeit steuern. Genau. Habt ihr Tipps für Anfänger? Beginnen Sie mit frisch gemahlenem Kaffee. Es macht einen großen geschmacklichen Unterschied. Das werde ich mir merken. Es ist schön, gemeinsam neue Methoden zu entdecken. Lektion 3: Erkenntnisse aus der Vergangenheit. Hallo Anna, ich habe über Drucke aus dem Jahr 1907 gelesen. Sie geben so viele Informationen über den Alltag. Hallo John, das ist faszinierend. Obwohl sie romantisiert werden können, oder? Ja, sie betonen oft eher das Ideal als die Realität. Dennoch liefern sie wertvolle Einblicke in die Kultur jener Zeit. Genau. Es ist interessant zu sehen, wie sich das Leben verändert hat. Ich liebe es, durch visuelle Darstellungen etwas über Geschichte zu lernen. Es ist so fesselnd. Vereinbart. Welche Epoche fasziniert Sie am meisten? Ich interessiere mich wirklich für das viktorianische Zeitalter. Die Mode und die Bräuche sind faszinierend. Das ist eine tolle Wahl. Ich würde diesen Zeitraum gerne genauer erkunden. Lektion 4: Picknickplanung. Hallo Anna, es sieht so aus, als würde es regnen. Können wir trotzdem unser Picknick machen? Hallo John, absolut. Bringen Sie einfach einen Regenschirm mit, um leichten Schutz zu bieten. Das ist eine kluge Idee. Mit etwas Schatten können wir immer noch die Natur genießen. Ja, ein Picknick kann auch bei Nieselregen gemütlich sein. Was sollten wir für unser Picknick einpacken? Bringen wir ein paar Sandwiches, Obst und vielleicht heißen Tee mit. Heißer Tee klingt perfekt für einen regnerischen Tag. Ja, und wir können unter den Sonnenschirm sitzen und die Aussicht genießen. Ich bin begeistert. Ein regnerisches Picknick kann ein einzigartiges Erlebnis sein. Lektion 5: Hotelpreise. Hallo Anna, ich war neugierig auf die Hotelpreise. Wie viel kostet es pro Nacht bei Ihnen? Hallo John, unsere Preise variieren je nach Saison und Zimmerkategorie.
Das macht Sinn. Was ist der Durchschnittspreis für ein Standartzimmer? Es kostet etwa 150 $ pro Nacht, aber wir haben gelegentlich Sonderangebote. Sonderangebote klingen verlockend. Wie erfahren Gäste davon? Wir bewerben sie über unsere Website und Social-Media-Kanäle. Cleveres Marketing. Fragen Gäste oft nach Rabatten? Ja, das tun sie. Wir versuchen, vernünftige Wünsche zu berücksichtigen. Das ist ein guter Ansatz. Zufriedene Gäste kehren eher zurück. Lektion 6: Food Fitness. Guten Morgen, Anna. Hast du darüber nachgedacht, einen kleinen Hindernisparcours für dein Training einzurichten? Hallo John, das ist eine fantastische Idee. Es würde Spaß machen und herausfordernd sein. Genau. Wir könnten Kegel, Seile und sogar einige Hürden verwenden. Ich liebe es. Es wäre eine großartige Möglichkeit, unsere Routine aufzupeppen. Außerdem könnten wir Freunde zu einem Freundschaftswettbewerb einladen. Das würde es noch angenehmer machen. Jeder liebt eine Herausforderung. Reicht's. Es wird uns motivieren, an unsere Grenzen zu gehen. Ich bin begeistert. Lasst es uns für das Wochenende planen. Klingt nach einem Plan. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Lektion 7: Anweisungen befolgen. Hi Anna, ich hörte jemanden sagen, okay, bitte folge mir. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach? Hallo John, es zeigt normalerweise an, dass jemand den Weg weist. Rechts. Es wird häufig bei Führungen oder Vorführungen eingesetzt. Klar, sie wollen sie zum nächsten Ziel führen. Mussten Sie jemals jemandem an einen neuen Ort folgen? Ja, während einer Stadtrundfahrt. Es hat Spaß gemacht, neue Orte zu entdecken. Hast du etwas Interessantes gelernt? Hilf, ich habe etwas über die lokale Geschichte und Kultur erfahren. Das ist großartig. Die Erkundung mit einem Führer kann das Erlebnis bereichern. Lektion 8: Sichere Räume. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Hallo John, ja. Es ist wichtig, dass die Stimme aller gehört wird. Welche Schritte können wir Ihrer Meinung nach unternehmen, um dies zu erreichen? Wir sollten eine offene Kommunikation und aktives Zuhören fördern. Tolle Idee. Das kann dazu beitragen, dass sich jeder wertgeschätzt fühlt. Ja, auch regelmäßige Check-ins können einen Unterschied machen. Ich mag es. Es zeigt, dass sich das Management um die Mitarbeiter kümmert. Ja, und es fördert das Gemeinschaftsgefühl im Team. Ich würde diese Strategien gerne an unserem Arbeitsplatz umsetzen. Lektion 9: Duftheifen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, ein paar Duftseifen herzustellen. Was denken Sie? Hallo John, das ist eine gute Idee. Ich liebe Lavendel, es ist so beruhigend. Lavendel ist großartig. Haben Sie noch andere Lieblingsdüfte? Ich mag auch Zitrusdüfte wie Zitrone und Orange, die sind erfrischend. Diese sind perfekt für eine helle, erhebende Atmosphäre.
Ja, wir könnten sie sogar mischen, um einzigartige Mischungen zu kreieren. Das hört sich lustig an. Wie sollten wir Ihrer Meinung nach anfangen? Wir sollten alle Zutaten zusammentragen und online ein einfaches Rezept finden. Ich freue mich darauf, mit verschiedenen Düften zu experimentieren. Lektion 10: Köstliche Zubereitungen. Hallo Anna, ich plane dieses Wochenende eine Dinnerparty. Es klingt köstlich. Hallo John, das ist großartig. Benötigen Sie Hilfe bei den Vorbereitungen? Ja, ich könnte etwas Hilfe bei den Vorspeisen gebrauchen. Ich würde gerne helfen. Was haben Sie im Sinn? Ich denke darüber nach, Bruschetta und gefüllte Pilze zuzubereiten. Das hört sich lecker an. Ich kann beim Zerkleinern der Zutaten helfen. Perfekt. Ich kümmere mich um das Kochen, während Sie sich vorbereiten. Teamwork macht es einfacher. Ich kann es kaum erwarten, das gemeinsame Essen zu genießen. Ich auch. Es wird ein unterhaltsamer Abend mit großartigem Essen. Lektion 11: Essensempfehlungen. Morgen, Anna. Ich hatte gerade das köstlichste Essen. Hallo John, was hast du gegessen? Ich habe ein neues italienisches Restaurant ausprobiert und die Pasta war fantastisch. Das klingt herrlich. Hast du einen Nachtisch bekommen? Ja, ein reichhaltiges Tiramisu, das mir auf der Zunge zerging. Irre. Ich liebe Tiramisu. Irgendwelche weiteren Empfehlungen aus der Speisekarte? Definitiv. Auch ihr Knoblauchbrot war perfekt. Ich muss es mir ansehen. Genießen Sie Ihre Mahlzeiten und lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Empfehlungen benötigen. Ich werde. Ich liebe es, gute Essenserlebnisse zu teilen. Lektion 12: Die Kunst des Manövrierens. Hallo Anna, ich habe über Deals und pragmatisches Manövrieren in Verhandlungen gelesen. Hallo John, das klingt interessant. Es ist faszinierend, wie Verhandlungen eine Kunstform sein können. Absolut. Es geht darum, die Balance zwischen dem, was sie wollen, und dem, was die andere Partei braucht, zu finden. Ja, manchmal fühlt es sich sogar wie die Kunst des Unmöglichen an. Reicht's? Kreative Lösungen können beim Erreichen von Zielen einen großen Unterschied machen. Ich stimme zu. Mussten Sie diese Fähigkeiten jemals im wirklichen Leben anwenden? Ja, ich musste einmal über einen besseren Preis für ein Auto verhandeln. Wie ist das gelaufen? Ich habe recherchiert und meinen Fall souverän präsentiert, was sehr geholfen hat. Lektion 13: Lieferangelegenheiten. Guten Morgen, Anna. Ich habe gerade deine Präsentation durchgesehen. Es war gründlich und stimmig. Hallo John, danke. Ich habe hart daran gearbeitet. Ist Ihnen etwas Bestimmtes aufgefallen? Das habe ich. Allerdings ist mir aufgefallen, dass Ihr Vortrag etwas ansprechender sein könnte. Das ist gut zu wissen. Was schlagen Sie zur Verbesserung vor? Vielleicht etwas Storytelling einbauen, um es verständlicher zu machen. Das ist eine fantastische Idee. Menschen lieben Geschichten. Genau. Es hilft, die Aufmerksamkeit des Publikums zu fesseln. Ich werde das für meine nächste Präsentation üben.
Irgendwelche weiteren Tipps? Verwenden Sie auch mehr visuelle Elemente. Sie können Ihre Botschaft effektiv verstärken. Lektion 14. Sicherheitskontrollpunkt. Hi Anna, während wir uns auf den Weg zur Sicherheitskontrolle machen, denken wir an das Wesentliche. Hallo John, richtig. Wir sollten überprüfen, ob wir unsere Ausweise und Tickets bereit haben. Definitiv. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein, um Verzögerungen zu vermeiden. Und vergessen Sie nicht, unsere Schuhe und Gürtel vorher auszuziehen. Genau. In der Hektik vergesehe ich immer etwas. Tjoch, es ist eine gute Angewohnheit, vor der Reise eine Checkliste zu erstellen. Tolle Idee. Wir können sicherstellen, dass wir nichts Wichtiges verpassen. Ich werde es mir merken. Reisen kann stressig sein, aber Planung hilft. Absolut. Eine kleine Vorbereitung reicht weit. Lektion 15. Cardio-Training. Guten Morgen, Anna. Ich habe über verschiedene Trainingsroutinen nachgedacht. Hallo John, das klingt interessant. Welche Sorte bevorzugen Sie? Normalerweise mache ich Cardio zur Gewichtsreduktion. Es hilft mir, fit zu bleiben. Das ist großartig. Cardio eignet sich auch hervorragend für die Herzgesundheit. Ja, ich laufe und fahre gerne Rad. Sie halten mein Energieniveau aufrecht. Das macht Spaß. Ich bevorzuge Tanztraining. Sie machen Spaß und sind effektiv. Tanztraining klingt nach einem Riesenspaß. Es ist eine großartige Möglichkeit, Sport zu treiben, ohne dass es sich wie eine lästige Pflicht anfühlt. Ja, außerdem kann es eine soziale Aktivität sein, wenn Sie einem Kurs beitreten. Das würde ich gerne ausprobieren. Das Mischen von Trainingseinheiten kann die Dinge frisch und aufregend halten. Lektion 16. London erkunden. Hallo Anna, ich habe über eine Reise nach London nachgedacht. Hallo John, das klingt perfekt. Es gibt so viel Geschichte und zeitgenössische Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, den Tower of London und den Buckingham Palace zu sehen. Das muss man gesehen haben. Haben Sie darüber nachgedacht, ein Museum zu besuchen? Ja, das British Museum steht ganz oben auf meiner Liste. Es ist voller faszinierender Artefakte. Das ist eine tolle Wahl. Ich würde auch gerne die Straßenkunst in Shoreditch erkunden. Definitiv. Wir können Geschichte mit moderner Kultur verbinden. Ich bin begeistert. London bietet eine einzigartige Mischung an Erlebnissen. Vereinbart. Die Planung dieser Reise wird so viel Spaß machen. Lektion 17. Surfträumern. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, es mit dem Surfen zu versuchen? Hallo John, das würde so viel Spaß machen. Ich wollte schon immer das Surfen ausprobieren. Ebenfalls. Es sieht berauschend aus, auf den Wellen zu reiten. Hilf. Außerdem scheint es ein großartiges Training für den ganzen Körper zu sein. Rechts. Ich habe gehört, dass es wirklich das Gleichgewicht und die Rumpfmuskulatur fördert. Tev, und draußen im Meer zu sein muss so erfrischend sein. Ich kann es mir nur vorstellen. Kennst du gute Surfspots? Ich habe gehört, dass sich Hawaii hervorragend zum Surfen eignet. Hilfe.
Ich habe auch großartige Dinge über die Strände Kaliforniens gehört. Lektion 18. Selbstgemachte Produkte. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, einige Produkte zu Hause herzustellen. Hallo John, das ist eine tolle Idee. Was für Produkte stellen Sie her? Ich habe angefangen, einige natürliche Kerzen und Seife herzustellen. Das klingt fantastisch. Ich liebe selbstgemachte Kerzen. Sie riechen fantastisch. Das tun sie wirklich. Außerdem können Sie die Düfte individuell anpassen. Ja, welche Düfte verwenden Sie gerne? Ich mag Lavendel und Eukalyptus. Sie sind so beruhigend. Das sind wunderbare Entscheidungen. Ich würde gerne lernen, wie man sie herstellt. Ich kann Ihnen den Prozess zeigen. Es ist ziemlich lustig und kreativ. Lektion 19. Kleidermeinungen. Hi Anna, gefällt dir das Kleid, das ich gefunden habe? Hallo John, ich liebe die Farbe, aber sie sieht zu eng aus. Das denke ich auch. Es ist hübsch, aber Komfort ist wichtig. Du, es gibt nichts Schlimmeres, als sich eingeschränkt zu fühlen. Vielleicht finden Sie ein ähnliches Kleid in einer lockereren Passform. Das ist eine tolle Idee. Ich werde weiter suchen. Es geht darum, etwas zu finden, das einem ein gutes Gefühl gibt. Ja, Mode sollte sowohl stilvoll als auch bequem sein. Ich bin mir sicher, dass Sie bald das perfekte Kleid finden werden. Lektion 20. Dschungelgeräusche. Hallo Anna, ich habe kürzlich während meiner Reise aufmerksam den Geräuschen des Dschungels gelauscht. Hallo John, das klingt faszinierend. Was hast du gehört? Ich konnte überall um mich herum seltsame Tierrufe hören. Es war faszinierend. Pfiff. Haben Sie irgendwelche Geräusche überrascht? Ja, es gab ein unheimliches Heulen, das durch die Bäume hallte. Das muss aufregend gewesen sein. Hast du eines der Tiere gesehen? Ich sah einige bunte Vögel und sogar ein paar Affen, die durch die Zweige schaukelten. Wie aufregend. Der Dschungel muss sich voller Aktivität angefühlt haben. Das hat es wirklich getan. Der dichte Dschungel war auf Schritt und Tritt voller Überraschungen. Lektion 21. Elternzeit. Hallo Anna, ich habe über Richtlinien zur Elternzeit und deren Bedeutung gelesen. Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Warum sind sie so wichtig? Sie geben Familien Zeit, eine Bindung zu ihren neuen Kindern aufzubauen. Ja, es ist wichtig, dass beide Elternteile in diesen frühen Tagen einbezogen werden. Rechts. Außerdem trägt es dazu bei, den Stress für frisch gebackene Eltern zu reduzieren. Glauben Sie, dass Unternehmen genug tun, um dies zu unterstützen? Einige sind es, aber bis zu einer fairen Entschädigung ist es noch ein weiter Weg. Ruf. Es ist wichtig, dass sich die Mitarbeiter in dieser Zeit unterstützt fühlen. Ich stimme zu. Eine gute Politik kann für Familien einen großen Unterschied machen. Lektion 22. Einleben. Hallo Anna, ich arbeite im Marketing eines Technologieunternehmens. Hallo John, das ist großartig. Gibt es Tipps für die Eingewöhnung in einen neuen Job? Ja,
Ich empfehle, die Kollegen frühzeitig kennenzulernen. Das ist eine gute Idee. Der Aufbau von Beziehungen kann einen großen Unterschied machen. Zögern Sie auch nicht, Fragen zu stellen. Es zeigt, dass Sie lernbegierig sind. Ich stimme zu. Auch das Verständnis der Unternehmenskultur ist wichtig. Genau, durch die Teilnahme an Firmenaktivitäten können Sie sich schneller integrieren. Das werde ich mir merken. Es geht darum, proaktiv zu sein. Rechts. Die Initiative zu ergreifen kann zu großen Chancen führen. Lektion 23. Konversation navigieren. Hallo Anna, es fällt mir manchmal schwer, in schwierigen Dialogen zurechtzukommen. Hallo John, ich verstehe. Gerade bei komplexen Themen können Gespräche schwierig sein. Genau, ich habe das Gefühl, dass ich oft wichtige Punkte übersehe. Haben Sie versucht, das Gehörte zusammenzufassen? Es könnte helfen, die Dinge zu klären. Das ist eine gute Idee. Eine Zusammenfassung könnte das Verfolgen erleichtern. Darf und auch das Stellen von Fragen kann das Gespräch in eine bessere Richtung lenken. Toller Punkt. Es ermutigt die andere Person, näher darauf einzugehen. Der Aktives zu hören ist der Schlüssel zu besseren Gesprächen. Ich werde das noch mehr üben. Danke für die Tipps. Lektion 24. Social Media Marketing. Hallo Anna, ich habe mir überlegt, ob wir uns auch auf Social Media Marketing konzentrieren sollten. Hallo John, das ist eine gute Idee. Soziale Medien sind heutzutage ein so mächtiges Werkzeug. Absolut. Dadurch können wir schnell ein breiteres Publikum erreichen. Darüber hinaus können wir über Kommentare und Nachrichten direkt mit unserem Publikum interagieren. Rechts. Es fühlt sich persönlicher an, was die Markentreue stärken kann. Ja, haben Sie bestimmte Plattformen im Sinn? Ich denke, Instagram und Facebook könnten großartig für visuelle Inhalte sein. Vereinbart. Auch TikTok erfreut sich immer größerer Beliebtheit, insbesondere bei jüngeren Zielgruppen. Lassen Sie uns eine Strategie entwickeln, die alle diese Plattformen umfasst. Lektion 25. Hobbys nachgehen. Guten Morgen, Anna. Ich glaube, dass es für unser Wohlbefinden entscheidend ist, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen oder Hobbys nachzugehen. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Hobbys bieten eine tolle Möglichkeit, abzuschalten. Ja, sie helfen uns auch, unsere Kreativität auszudrücken und Stress abzubauen. Welche Hobbys machen dir Spaß? Ich liebe Malen und Wandern. Sie halten mich im Gleichgewicht. Die klingen wunderbar. Ich lese und arbeite gerne im Garten. Beide eignen sich hervorragend zum Entspannen. Es ist wichtig, sich Zeit für sie zu nehmen. Definitiv. Sie bereichern unser Leben und machen uns glücklich. Ich denke, wir sollten bald einen gemeinsamen Hobbytag planen. Lektion 26. Lebensmittelauswahl. Hallo Anna, warst du schon einmal an einem Buffet, bei dem du verschiedene Speisen auswählen kannst? Hallo John, ja. Es macht so viel Spaß, zwischen Salaten, Suppen, Fleisch und Brot zu wählen.
Ich liebe diese Vielfalt. Man kann von allem ein bisschen probieren. Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Haben Sie eine Lieblingsspeise, die Sie am Buffet auswählen? Normalerweise esse ich zuerst die Salate, sie sind erfrischend. Gute Wahl. Ich neige dazu, mich mit Fleisch voll zu machen. Das ist köstlich. Es ist schön, Optionen zu haben, um unterschiedliche Gelüste zu befriedigen. Absolut. Buffets sind perfekt für abenteuerlustige Esser wie uns. Lektion 27 Beilagen. Hallo Anna, bei der Bestellung denke ich immer an Beilagen. Hallo John, das ist großartig. Sie können eine Mahlzeit wirklich bereichern. Ja, möchten Sie Beilagen zum Hauptgericht? Ja, ich hätte gerne ein paar Pommes frites bitte. Gute Wahl. Pommes frites sind immer ein Favorit. Sie sind knusprig und lecker. Bevorzugen Sie sie mit Ketchup oder Mayo? Ich liebe sie mit Ketchup. Es sorgt für den perfekten Geschmack. Ich bevorzuge Mayo. Es ist eine schöne Wendung. Interessant. Beilagen können ein Essenserlebnis wirklich personalisieren. Lektion 28. Woher kommst du? Hi Anna, ich komme aus Kanada. Und du? Hallo John, ich komme aus den Vereinigten Staaten. Was führt dich hierher? Ich bin wegen eines Arbeitsprojekts hierher gekommen, aber ich genieße auch die lokale Kultur. Das klingt spannend. Was gefällt Ihnen an der Kultur hier am besten? Ich liebe das Essen und die freundlichen Menschen. Alles fühlt sich so einladend an. Ich stimme zu. Die Vielfalt hier ist erstaunlich. Haben Sie lokale Gerichte probiert? Ja, ich habe gestern lecker gegrillt. Was ist dein Lieblingsessen? Ich genieße mexikanisches Essen wirklich. Die Aromen sind so lebendig. Das ist eine tolle Wahl. Ich sollte etwas mexikanisches Essen probieren, während ich hier bin. Lektion 29 Fertigungsänderungen. Hallo Anna, ich habe gelesen, dass unsere Produktionsbasis ausgehöhlt wurde. Hallo John, ja. Es ist besorgniserregend, dass so viele große und kleine Unternehmen in die Pleite gegangen sind. Absolut. Es wirkt sich auf die Wirtschaft und die Beschäftigungschancen vieler Menschen aus. Glauben Sie, dass es eine Möglichkeit gibt, die Fertigungsindustrie wiederzubeleben? Ich glaube, dass Investitionen in Technologie und Schulung hilfreich sein könnten. Das macht Sinn. Fachkräfte sind für die moderne Fertigung unerlässlich. Rechts. Es geht auch darum, sich an neue Marktanforderungen anzupassen. Klar, Unternehmen müssen flexibel sein, um in der heutigen Wirtschaft bestehen zu können. Ich hoffe, wir sehen bald positive Veränderungen. Lektion 30 Treuprogramm beitreten. Guten Morgen, Anna. Ich glaube, ich nehme am Treuprogramm meines Lieblingsgeschäfts teil. Hallo John, das ist eine kluge Entscheidung. Treuprogramme können große Vorteile bieten. Ja, ich habe gesehen, dass Sie Rabatte und exklusive Angebote anbieten.
Darüber hinaus kann das Sammeln von Punkten zu kostenlosen Artikeln oder Dienstleistungen führen. Genau. Es fühlt sich an wie eine Belohnung für den regelmäßigen Einkauf dort. Haben Sie sich schon die Einzelheiten Ihres Programms angesehen? Ich habe. Es sieht sehr unkompliziert und benutzerfreundlich aus. Das ist wichtig. Ich liebe Programme, die einfach zu navigieren sind. Ich werde mich auf jeden Fall noch heute anmelden. Lektion 31: Wetterwunder. Hallo Anna, hier ist es normalerweise sonnig, aber im Winter kann es kalt werden. Hallo John, das ist interessant. Wie bereiten sich Menschen auf die Kälte vor? Viele investieren in gute Winterkleidung und Heizsysteme. Das macht Sinn. Gibt es in der Nähe einen Lebensmittelladen für Vorräte? Ja, es gibt einen nur ein paar Blocks entfernt. Es ist sehr praktisch. Großartig. Im Winter möchte ich immer einen Vorrat an warmen Getränken haben. Ich auch. Heiße Schokolade ist mein Lieblingsgenuss im Winter. Ich genieße Kräutertee. Es ist wohltuend an kalten Tagen. Irgendwann sollten wir zusammen in den Supermarkt gehen. Lektion 32: Über das Leben nachdenken. Guten Morgen, Anna. Wenn ich in mein Leben zurückkehren könnte, würde ich einige Dinge anders machen. Hallo John, das ist eine Idee, die zum Nachdenken anregt. Was würden Sie ändern? Ich glaube, als ich jünger war, würde ich mehr Risiken eingehen und mehr reisen. Das klingt wertvoll. Reisen bietet so viele Lebenserfahrungen. Genau. Ich wünschte, ich hätte früher andere Kulturen erkundet. Was ist mit dir? Gibt es etwas Bestimmtes, das Sie anders machen würden? Ich würde mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Diese Momente sind kostbar. Hilf. Beziehungen sind das, worauf es im Leben wirklich ankommt. Ich werde diese Verbindungen in Zukunft schätzen. Lektion 33: Körpersprache. Hallo Anna, ich habe gelesen, dass das Spiegeln der Körpersprache der anderen Partei eine Beziehung aufbauen kann. Hallo John, ja. Es ist eine faszinierende Art, Verbindungen herzustellen. Wie funktioniert das genau? Wenn Sie die Gesten einer Person nachahmen, fühlen Sie sich verstanden und wohl. Das macht Sinn. Haben Sie es in Gesprächen ausprobiert? Ja, es hilft wirklich bei Interviews und Networking-Events. Interessant. Habt ihr Tipps, wie man es natürlich machen kann? Beginnen Sie mit subtilen Gesten, wie zum Beispiel, wenn Sie sich nach vorne beugen. Toller Rat. Es kommt darauf an, in der Interaktion authentisch zu sein.